Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal, pünktlich zum 3. Advent. Ich bin heute nicht alleine, sondern habe den Michael an meiner Seite. Den kennt ihr sicherlich schon aus dem ein oder anderen Video. Morgen. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja. Ich mache mal, wie gesagt, pünktlich zum Advent auch die 3. Kerze an. Ja, die darf nicht fehlen. Genau, wir haben heute eine wirklich ganz exklusive Auswahl an Messern auf dem Tisch. Bevor wir darauf eingehen, aber wie immer, Michael, jetzt bin ich mal gespannt, habe ja schon lange nicht mehr gesehen, was du dabei hast. Was Ja, hast du? ist schon was her. Was trägst du heute? Der Pocket Check. Ich habe das Sanjo dabei. Schöner, dicker Flipper. Neo-japanischer Look, das mag ich sehr gerne. Hat oben die leichte Kurvung drin, VG10-Klinge, stonewashed und ein Burlap-Mikata drauf. Ja. Das muss man sagen, ein ist ja richtig schöner gut angekommen, das Modell. Ja. Und richtig satt. Mag ich ganz gerne. Und du? Ja, ich spare mir viele Worte. Das Kanu hat mir mal ein ganz lieber Mitarbeiter ein Lanyard geknüpft. Sowas. Ich meine, das wärst du gewesen. Genau. Passende Farbe, toll. Haben wir schon mal vorgestellt, auch im Special. Wer eins haben möchte, nutzt die Chance. Ist wahrscheinlich eure letzte. Das Kanu ist aktuell preislich reduziert und wird unser Sortiment verlassen. Heute haben wir für euch ganz besondere Produkte dabei, denn brandheiße Neuigkeiten aus unserer Eigenfertigung hier in Solingen. Fangen wir an mit dem Z28. Genau, das ist ja ein ganz besonderes Messer. Was kannst du uns sagen, warum unterscheidet sich das Messer von so vielen anderen bei uns im Programm? Es ist ein Auto eingebaut, und zwar der Camaro Z28. Und da hat der De Tomaso ganze Arbeit geleistet. Der hat das Design für uns gemacht. Der Stahl ist ein Damaststahl von Chet Nichols. Da wurden halt Teile vom Camaro mit eingeschmiedet. Genau, ich glaube, der eine oder andere wird es erkennen. Wir haben hier als Designmerkmal das Radhaus. Ja, genau. Die abfallende Motorhaube. Genau, wir haben Lufteinlässe, also die auch hier vom Camaro ganz typisch sind. Genau. Auf der Rückseite der Clip. Ja. Genau, weißt du, was es ist? Der Türgriff. Genau, der Türgriff. Auch hier verchromt. Und es soll sogar die Felge mit dem Reifen angedeutet sein in der Klingenachsschraube. Ja. Alles dran. Genau. Also ein echtes Sammlerstück, wie gesagt, mit einem echten Teil von einem Z28 Camaro in der Klinge. Und wir haben uns gesagt, ja, die blaue Version ist super schön, ist auch richtig gut angekommen, aber es gab den Camaro nicht nur in blau, sondern den gab es auch in verschiedenen anderen Farben. Und wir haben noch eine richtig schöne neue Version kreiert. Die ist Schwarz. auch limitiert. Ja. Und zwar auf 300 Stück. Man könnte fast meinen, es wäre ein All Black, aber deine charakteristische Chromelemente, die unter anderem beim Türgriff oder auch bei den Stoßstangen zur Geltung kommen, die haben wir auch hier erhalten. Dementsprechend bleibt der Chromgriff. Genau, der soll bleiben. Gleiche Damast drauf, ne? Und dann schön schwarz beschichtet. Schimmert richtig schön, changiert in dem Licht. Genau. Ist Man kann das nochmal ganz klar sehen. Also der Damast wäre sonst deutlich heller. Klar erkennt man hier einen stärkeren Kontrast zwischen den Damastlagen, aber das sieht man auch bei der schwarz beschichteten Klinge. Und ist schon was Besonderes. Also ein Damastmesser in dem Gewand macht schon was her. Ja, auf alle Fälle. Ja. Kostet? Kostet 499 €. Ja. Genau. Und alle Modelle, die wir heute zeigen, die werden ab sofort verfügbar sein. Also wartet nicht lange, sondern greift zu. Vielleicht sucht ihr ja noch ein Geschenk, entweder für eure Lieben oder noch besser vielleicht für euch. Also noch ist es nicht zu spät. Beste, genau. Greift zu. Dann tun wir die beiden mal weg. Den sieht man gar nicht auf der schwarzen Matte hier. So, dann haben wir noch was Kleines aus der Eigenfertigung. Ja. Und das... Ich weiß gar nicht, ob wir es auf dem Kanal schon gezeigt haben. Ihr habt sicherlich schon das ein oder andere Modell von unserem Böker Solingen BRLW gesehen. Also das ist ja eine moderne Interpretation des Barlows. In dem Fall aber in einer extrem exklusiven Version, denn das ist unser Meteoritendamast. Genau, hat eine lange Reise hinter sich, der Stahl. Ja. Ist ein Eisenmeteorit, der wurde dann auch vom Chet Nichols verschmiedet. Und das ist ein Crossmuster von ihm. Macht richtig was her. Ja. Sieht richtig toll aus. Hat einen schönen kleinen versteckten Flipper drauf. Genau, ist ein Titan-Framelock. Also ihr seht beide Seiten aus Titan, auch mit einem gefrästen Titan-Clip. Und wir haben da nochmal, um wirklich dieses Meteoritenthema aufzunehmen, auch in die Titanschale hier eine, ja, wie soll man sagen, eine Oberfläche von einem anderen Planeten eingefräst. Genau. Das Modell gibt's aber schon ein Weilchen. Aber das Besondere ist, wir haben noch einen oben drauf gesetzt. Und zwar, was haben wir mit der Klinge gemacht? Die ist mit Platin beschichtet. Genau. Also das heißt im Prinzip gleiche Konzeption. Jetzt aber nicht nur eine Klinge aus Meteoritendamast, sondern jetzt sogar noch mal mit einer exklusiven Platinbeschichtung. Ja. Gefällt mir deswegen auch so ganz besonders gut, weil dieses Platinfarbene wirklich sehr gut harmoniert mit dem Titangriff. Ja. Und ja, wir haben uns gefragt, wie kann man es noch exklusiver machen? Das ist unsere Antwort. Ja. Genau. Liegt bei 499 €, ist auf 100 Stück limitiert. Also wer Interesse an dieser super exklusiven Sonderversion hat, dann greift schnell zu. Die wird sicherlich nicht lange geben. Ja, last but not least haben wir hier noch einen Klassiker.
Den haben wir schon lange im Hause. Das ist das BFF. Ja, das ist ja wirklich die Ursprungsversion. Also das ist die erste Variante, die wir vom BFF, von dem Design von Lucas Burnley, wirklich auf dem Tisch hatten im Haus. So sah auch das Custom aus, was wir bekommen hatten, fest vernietet. Also Erl mit Schalen, genau. AEBL-Stahl und eine Lederscheide mit Taschenclip. Das Modell zeigen wir aber aus ganz besonderem Grund, denn das Modell hat sich entwickelt über die skelettierte Variante, der wir auch wieder Schalen gegönnt haben. Michael, zeig mal eins. Da ist es, das Packlight heißt es. Das ist die Black-Version und wir haben hier verschraubbare Schalen drauf. Das ist jetzt Bottle Green, da haben wir ein ganzes großes Portfolio an verschiedenen Schalen zum Tauschen. Genau. Der Unterschied war, die Schalen springen dann leicht zurück, die sind gefräst, die werden halt nicht konturiert ausgemacht, also beigeschliffen. Und das Schöne war hier, das ist dieser Modellbausatz, das heißt, man kann Schalen und Klingen beliebig tauschen mit farbigen Schrauben etc. Richtig. Aber jetzt gibt's eine Sonderversion. Genau. Das Packlight nochmal, diesmal mit verklebten Schalen und das Material heißt True Stone. Ganz genau. Das Material, muss man sagen, das ist natürlich in irgendeiner Form auch empfindlicher, als wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Holzschale, deswegen ist das nicht in der Version selber zum Schrauben. Hier wäre dann auch etwas zu viel Druck zum Beispiel auf die Schrauben, könnte am Ende des Tages vielleicht so ein Material auch zum Brechen bringen. Ja, das sieht ja super spannend aus. True Stone sagt ja schon Stein. Weißt du, was da drin steckt? Steine, Natursteine im Verbund mit Acryl. Das heißt, die sind da drin gefestigt und man kann das dann schön bearbeiten. Ja. Und muss halt verklebt werden. Wie du sagst, die Spannung von der Schraube hält es nicht aus. Ja, also sieht wirklich super ansprechend aus. Hat eine ganz besondere Maserung oder man sieht so diese einzelnen Steine. Die Abgrenzung, ne? In dem goldenen Ton, ja. Genau. Das gibt's jetzt exklusiv für kurze Zeit und wird ausgeliefert in der Lederscheide. Ja, deswegen auch der Verweis nochmal zu dem Ursprungsmodell. Da haben wir die alte Schalen sind Lederscheide. nicht abnehmbar und es kommt auch in der Lederscheide. Wie gesagt, die war von dem ursprünglichen Modell schon fertig konzipiert. Ja. Bleibt damit schlank und flach. Einfach ein tolles Messer. Ja, genau. Kostet dann im Gegensatz zu kostet 229 Euro. Ja, gut, ist halt jetzt wirklich eine sehr exklusive Ausstattung. Kommt mit Magna-Cut-Klinge, schwarz beschichtet. Also da steckt eigentlich alles drin. Jetzt auch nochmal die teure Lederscheide, was wir so bislang am BFF oder im BFF untergebracht haben. Freue ich mich drauf. Genau, damit wären wir eigentlich am Ende. Ich habe noch so ein kleines Highlight. Der Michael hat es noch gar nicht gesehen. Deshalb wollte ich mal seine Reaktion testen. Das Modell kennst du, glaube ich. Schon mal gesehen? Hast du? In Ultem. Okay, ja. Also das ist das Mini Redemption von Ramon Chavez. Ist ja ein ganz beliebtes kleines Automatikmesser. Hat nur einen großen Nachteil, es ist ein Automatikmesser. Ja, haben wir ein Problem mit dem Gesetz dann, ne? Genau. Seit letztem Oktober. Genau, also es ist auch, man darf es ohnehin nicht führen. Ja, also wollen wir mal gar nicht die Beschränkungen hinsichtlich des legalen Besitzes nochmal thematisieren. Ja. Das haben wir ja in den vergangenen Wochen auch mit dem Rechtsanwalt Winkler intensiv getan. Aber wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir wirklich dieses tolle Design allen Messerfreunden, denen der legale Besitz, aber auch das legale Führen wichtig ist, ihnen das ermöglichen. Ich bin gespannt. Und zwar, wir haben es mit einem kleinen Trick gemacht. Und zwar, wir haben die Feder entfernt. Aha. Dann hätten wir nochmal einen Buttonlock. Hat den Nachteil, es lässt sich immer noch aufschleudern. Heißt immer noch nicht Paragraph 42a konform. Sondern was haben wir gemacht? Wir haben eine Hemmfeder eingebaut. Die Hemmfeder führt einen kontinuierlichen Druck auf die Klingenwurzel aus, sodass das Messer nicht aufschleudern kann. Das heißt, man drückt den Knopf und öffnet es dann als klassisches Zweihandmesser, bis der Buttonlock arretiert. Ja. Das ist jetzt noch ein Prototyp, bei dem die Laserungen fehlen, aber auch dieses Messer wird ab sofort verfügbar sein. Ja, ist ja cool für die 42a-Fans, ne? Ganz genau. Liegt bei 199,95, kommt wie gewohnt mit Magna-Cut-Klinge, Aluminiumgriff, dem roten Backspacer. Ja, mega. Genau, aber jetzt wirklich Mini Redemption, Paragraph 42a konform, wirklich ein Novum bei uns im Sortiment. Und für alle, die jetzt vielleicht enttäuscht reinschauen, weil sie sagen, ich habe mir das Mini Redemption gekauft, ich war vielleicht schon der Erste, der auf der Knife zugeschlagen hat, habe jetzt genau wie du die Ultem-Variante und ich hätte auch ein so großes Interesse an einer Paragraph 42a-konformen Version. Dem sei gesagt, es gibt eine gute Nachricht und zwar, wir bieten die Hemmfedern auch einzeln bei uns im Shop zum Kaufen an. Ja. Das heißt, ihr könnt euer Messer wirklich nachrüsten und könnt die Automatikfeder entfernen, setzt die Hemmfeder ein und ihr habt wirklich den gleichen Mechanismus. Das heißt, Knopf drücken und ganz normal wie bei einem Zweihandmesser, also wie bei einem anderen Zweihandmesser, wie bei einem Slipjoint beispielsweise öffnen. Also funktioniert wunderbar. Klasse, ja. Das war's von uns für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt mal in die Kommentare, was ist denn das Modell, welches euch am besten gefällt, welches bei euch mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Weihnachtsbaum landen wird. Und wir freuen uns, wenn ihr pünktlich zum 4. Advent wieder einschaltet. Wünschen euch weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, macht's gut. Macht's gut. Ciao.